Grüß Gott. Menschen mit einem Nahtoderlebnis erzählen oft, wie sie sich dabei mit einem feinstofflichen Körper außerhalb ihres irdischen Leibes bewegten. Sie konnten alles um sich sehen und hören, waren für andere aber nicht sichtbar. Mauern und Türen waren für sie keine Hindernisse und ihre Wahrnehmungsfähigkeit erweiterte sich dabei weit über die gewohnten Grenzen hinaus. Für eine kurze Zeit durften sie auf diese Weise unvergessliche Einblicke in eine jenseitige Umgebung gewinnen. Diese Erfahrung veränderte auf einen Schlag ihre Weltsicht, denn danach waren sie von einem Leben nach dem Tode zutiefst überzeugt. Aber nicht nur Personen mit spirituellen Erlebnissen können von ihren Erfahrungen aus der geistigen Welt erzählen. Es gibt auch welche, die wirklich verstorben sind und dann später über eine medial begabte Person von ihren Erlebnissen berichten. So erzählt Frida von ihren Wahrnehmungen aus der Zeit, als sie im Sterben lag. Dabei öffnete sich bei ihr plötzlich ein geistiges Sehen. Obwohl sie todkrank in ihrem Bette lag, konnte sie beobachten, was geschah und hören, was gesprochen wurde. Und zwar nicht nur das in ihrem Zimmer, sondern überall, im ganzen Haus. Sie sah und hörte dabei aber nicht nur die irdischen Besucher, die über ihren bevorstehenden Tod und die baldige Beerdigung sprachen, sondern auch jenseitige Wesen, die da bereit standen, um sie in Empfang zu nehmen. Sie sah auch die verstorbenen Eltern, die zu ihrer Begrüßung gekommen waren. Und die Geistwesen sagten ihr dann sogar die Zeit voraus, wann sie sterben werde. Und es kam dann tatsächlich so, dass sie sich zur besagten Zeit vom irdischen Körper löste und in der jenseitigen Welt empfangen wurde. Hier stellt sich die Frage, wie kann eine bereits Verstorbene denn etwas aus der jenseitigen Welt berichten? Dieser Erfahrungsbericht von Frida wurde durch das bekannte Schweizer Medium Beatrice Brunner am 5. April 1967 in Tieftrance vermittelt und auf Tonband aufgezeichnet. Wenn Ihnen die Begriffe Medialität und Tieftrance nicht vertraut sind, so finden Sie dazu nähere Erklärungen im Video, das am Ende dieses Beitrags eingeblendet wird. Zudem gibt es auch in der Videobeschreibung und in den Kommentaren einen Link darauf. Frida berichtet dann auch, was sie nach ihrer Ankunft in der geistigen Welt erlebt hatte. Denn bald nach ihrem Übertritt ins Jenseits wollten Wesenheiten, die besonders vornehm gekleidet waren, eine Rückschau auf ihr vergangenes Leben halten. Sie sprachen dann über ihre Versäumnisse und Fehler, aber auch von ihren Leistungen und über ihr zukünftiges Leben in der für sie neuen Welt. Danach konnte sie noch für eine gewisse Zeit mit ihren Eltern zusammen sein, um sich mit der neuen Lebensumgebung vertraut zu machen, bis ihr dann eine Arbeit zugewiesen wurde. Die Erzählung von Frida zeigt, wie ein solcher Übertritt in die jenseitige Welt vor sich gehen kann, wobei das aufgrund von anderen Lebensumständen von jedem Menschen dann auch wieder anders erlebt wird. Mit dem Link in der Videobeschreibung können Sie nun diesen spannenden Erfahrungsbericht anhören.